Bleiben Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz. Bug oder so. Oh je, lol. Was geht ab, Agents? Ich bin's wieder, euer Goken, und heiße euch willkommen zu einem neuen Division 2 Video. Es ist ein ganz besonderes Video, denn gleich erfahrt ihr, wie ihr euch das womöglich stärkste Close Combat Assault Rifle Bild zusammenstellen könnt. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung war wieder einmal fleißig. In diesem Bild kommt ihr bei 60 kritischer Trefferchance auf über 250% kritischen Trefferschaden und habt zudem noch 125% Kopfschussschaden. Ihr wollt wissen, wie das Ganze geht? Dann sperrt die Lauscher auf und kommt mit. Da es sich hier um ein Close Combat Bild handelt, wählen wir selbstverständlich die Feuerwandspezialisierung. Hauptsächlich aus dem Grund, da wir bei der Feuerwandspezialisierung das Stürmerschild nutzen. Das Stürmerschild erzeugt einen Kegel vor uns auf dem Boden und jeder Gegner, der sich in diesem Kegel befindet, erhöht unseren Schaden um 10%. Jedes Teammitglied, das sich in dem Kegel hinter uns befindet, bekommt denselben Schadensbonus, den wir auch erhalten. Bei 3 Gegnern erhöht sich der Schaden um 30%, bei 4 Gegnern um 40%. Das allerdings auch nur, wenn man einen Mod in seinem Schild hinzufügt, der den Schaden nochmal um 5% erhöht. Denn der Basis-Schadensbonus liegt bei 5%. Plus Mod sind wir bei 10%. Aber jeder Gegner, der sich in 10 Metern Reichweite zu uns befindet, bekommt automatisch 10% mehr Schaden von unseren Teammitgliedern zugefügt. Sehr praktisch ist auch, dass wenn uns die Rüstung gebrochen wird, beziehungsweise uns der Gegner die Rüstung runterschießt, fangen alle Gegner im Umkreis von 5 Metern sofort an zu brennen. Was auch sehr, sehr stark ist an der Feuerwandspezialisierung ist das Medkit. Reparaturkits stellen 10 Sekunden lang 200% Rüstung und 200% Gesundheit wieder her. Das heißt, wir hauen uns dieses Medkit rein und können uns in den Kampf stürzen. 30% Lebensenergie durch Kills. Wir haben 20% Brandwirkzeit. Und, ganz wichtig, ihr solltet Sturmgewehr skillen. Da ich in diesem Bild eine M1A als Zweitwaffe nutze, habe ich hier auch das Gewehr geskillt. Unsere Hauptwaffe in diesem Bild ist die Chamäleon, das exotische Sturmgewehr. Sie hat 900 Schuss pro Minute und 50 Patronen im Magazin. Wir haben Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und kritische Trefferchance als Attribute auf dieser Waffe. Das Talent Adaptive Instinkte ist sehr, sehr stark.
Das Erzielen von 30 Kopfschüssen gewährt 45 Sekunden lang 20% Chance auf kritische Treffer und 50% Schaden durch kritische Treffer. Das Erzielen von 75 Körpertreffern gewährt 45 Sekunden lang 90% Waffenschaden und das Erzielen von 30 Beintreffern gewährt 45 Sekunden lang 150% Nachladetempo. Stärkungen werden aufgefrischt, sobald der Kampf vorbei ist. Das heißt, wenn ihr alle Buffs habt und beendet den Kampf, dann werden diese Buffs zurückgesetzt und ihr habt diesen Buff für den nächsten Kampf wieder für volle 45 Sekunden zur Verfügung. Auf der Chamäleon haben wir folgende Mods. Wir haben 15% Chance auf kritische Treffer auf unserem Visier. Zusammen mit den 9,5% Chance auf kritische Treffer als Attribut ergibt das schon mal 24,5%, die wir immer haben. Zudem haben wir 20% Präzision auf der Mündung und 10% Stabilität an der Unterlaufschiene. Im Magazin haben wir nochmal 20 zusätzliche Patronen. Zählen wir mal zusammen. Wir haben 15% Chance auf kritische Treffer als Visier, 9,5% Chance auf kritische Treffer als Attribut plus 20% Chance auf kritische Treffer, wenn wir 30 Kopfschüsse erzielen. Das heißt, wir bekommen allein durch unsere Waffe 44,5% Chance auf kritische Treffer. Das ist enorm viel, denn plus die 10%, die man hat in seinen SHD-Punkten, gibt das schon mal 54%. Das heißt, wir brauchen nur einmal kritische Trefferchance auf unseren Gegenständen. Unser Equipment setzt sich aus folgenden Gegenständen zusammen. Als Maske tragen wir die exotische Coyote-Maske. Hier haben wir Waffenschaden, kritische Trefferchance, kritischen Trefferschaden und im Mod-Slot ebenfalls wieder kritischen Trefferschaden. Ich möchte hier erwähnen, dass dies das einzige Item ist, das wir tragen, auf dem wir das Attribut kritische Trefferchance drauf haben. Denn mit dem kritischen Trefferchance-Buff unserer Waffe erreichen wir die vollen 60%. Sie hat das Talent Rudelinstinkte. Sie und alle Verbündeten erhalten einen Bonus, der auf der Entfernung des zuletzt getroffenen Gegners beruht. Bei 0 bis 15 Metern sind es 25% Schaden durch kritische Treffer, bei 15 bis 25 Metern 10% Schaden durch kritische Treffer und 10% Chance auf kritische Treffer und bei über 25 Metern sind es 25% Chance auf kritische Treffer. Das ist sehr, sehr praktisch, denn wenn ein Gegner mal zu weit weg steht, können wir immer noch unsere M1A benutzen und bekommen dann mit ihr 25% Chance auf kritische Treffer zusätzlich, weil wir die Coyote-Maske tragen. Unser Rucksack ist ein Fenris-Rucksack. Er gibt uns 10% Sturmgewehrschaden auf unserer Hauptwaffe. Hier haben wir Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und 10% Kopfschussschaden, weil wir keine kritische Trefferchance mehr brauchen. Als Mod-Slot haben wir ebenfalls wieder kritischen Trefferschaden. Auf dem Rucksack tragen wir das Talent Wachsamkeit. Erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Die Brust ist von Grupo Sombra. Hier bekommen wir 15% Schaden durch kritische Treffer. Auf ihr haben wir ebenfalls wieder Waffenschaden, Kopfschussschaden, kritischen Trefferschaden und als Mod auch wieder kritischen Trefferschaden. Auf der Brust haben wir das Talent Vernichtend. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 5 Sekunden um 1%, kann bis zu 25 Mal gestapelt werden. Bei einer Feuerrate von 900 SPM haben wir diesen Buff sehr, sehr schnell aufgebaut. Unser Holster ist ein improvisiertes Holster, das wir uns an der Fertigungsstation herstellen können. Hier habe ich einen Rüstungspunkt, der auch meinem Schild zugutekommt. Wir haben wieder Kopfschussschaden, kritischen Trefferschaden und als Mod-Slot wieder kritischen Trefferschaden. Die Hände sind von Providence Defense. Sie geben uns nochmal zusätzlich 15% Kopfschussschaden. Hier haben wir Waffenschaden, Kopfschussschaden und wieder kritischen Trefferschaden. Und die Knieschoner sind die benannten Knieschoner von Overlord, Gebet des Fuchses. Hier ebenfalls wieder Waffenschaden, Schaden gegen ungedeckte Ziele, da es sich um die benannten Knieschoner handelt, und kritischen Trefferschaden als drittes Attribut. Sie geben uns zudem noch 10% Gewehrschaden auf unsere Zweitwaffe. Worauf ihr natürlich achten solltet ist, ob ein Teammitglied in eurer Gruppe die Coyote-Maske bereits anhat. Denn falls es so ist, könnten wir diese austauschen, um so noch etwas mehr Schaden aus unserem Bild rauszuholen. Ich würde in diesem Fall auf diese Providence-Maske zugreifen. Hier haben wir Waffenschaden, Kopfschussschaden und Schaden durch kritische Treffer drauf. Ich trage dieses Providence, weil ich diesen 15% Kopfschuss-Schadensbonus nicht verlieren möchte, müsste aber dann allerdings meine Hände austauschen und würde je nach Mission bzw. Situation diese Dienstleisterhandschuhe anziehen, denn die geben uns 8% Rüstungsschaden dazu und wir bekommen sogar zusätzlich noch einen Rüstungspunkt für unser Schild.
Oder ihr zieht improvisierte Handschuhe an, denn hier könnt ihr nochmal einen Mod-Slot mit 12% Schaden durch kritische Treffer hinzufügen. Was jetzt allerdings wichtig ist, ist, dass ihr darauf achtet, auf einem eurer Items kritische Trefferchance drauf zu lassen, beziehungsweise drauf zu haben. Denn da wir die Coyote-Maske ausziehen, verlieren wir die 6%, die wir brauchen. Wir brauchen auf einen einzigen Gegenstand kritische Trefferchance mit diesem Bild. Unsere erste Fertigkeit in diesem Bild ist selbstverständlich das Stürmerschild. Das bekommen wir nur durch die Feuerwand-Spezialisierung. Ebenfalls bekommen wir durch die Feuerwand-Spezialisierung einen Mod, der uns 8% Schildlebensenergie dazu gibt und einen Mod, der uns 8% Aktivregeneration dazu gibt. Wir bekommen durch das Stürmerschild einen Schadensbonus, den wir mit diesem Mod nochmal um weitere 5% erhöhen können. Somit kommen wir auf 11% Schadensbonus pro Gegner, der sich vor unserem Schild befindet. Wir haben 5% Basisschadensbonus plus 5% mit dem Mod und bekommen, weil das Schild Rang 1 ist, nochmal 1% Stärkungsgrad dazu. Das Gute daran ist, dass jedes Teammitglied, das sich hinter uns befindet, denselben Schadensbonus bekommt, den wir auch haben. Unsere zweite Fertigkeit ist in meinem Fall jetzt der Wiederbeleber-Thronstock. Denn sollte es mal schief gehen und wir sterben, dann werden wir durch den Thronstock wiederbelebt. Und das Gute daran ist, solange wir nicht komplett K.O. sind, verlieren wir auch die Buffs auf unserer Chamäleon nicht. Werfen wir doch einmal einen Blick auf unsere Werte. Wir haben 89.910 Waffenschaden, 40,5% Chance auf kritische Treffer und 180% Schaden durch kritische Treffer. Zudem kommen 125% Kopfschussschaden dazu. Jetzt stellen wir uns das Ganze mal mit gebuffter Waffe vor. Mit gebuffter Waffe kommen wir auf 60% Chance auf kritische Treffer und 255% Schaden durch kritische Treffer. 255%. Probiert es einfach mal selbst aus und ihr werdet sehen, was ihr für einen kranken Schaden mit diesem Bild verursachen werdet. Wenn ihr dann noch auf die Köpfe eurer Feinde zielt, wird das Ganze um 125% Kopfschussschaden erhöht. Diese Zahlen sind enorm und liegen nie unter 1 Million. Zudem bekommen wir durch die Chamäleon auch 90% Waffenschaden dazu. So, liebe Agents, das war's auch schon wieder im Großen und Ganzen. Und ich muss nochmal dazu erwähnen, dass die Abteilung für Forschung und Entwicklung hier wieder beste Arbeit geleistet hat. Baut euch dieses Bild am besten einfach nach und ihr werdet selbst sehen, dass die Schadenszahlen, die ihr hier erreichen könnt, einfach enorm hoch sind. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, ihr würdet mir einen Daumen hoch hinterlassen. Und solltet ihr Fragen zu dem Bildguide haben, hinterlasst sie mir in den Kommentaren. Für weitere Division 2 Videos dürft ihr den Kanal selbstverständlich auch abonnieren. Das war's von mir, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und guten Loot. Bis demnächst.